Guten Morgen, liebe Leute aus San Pedro de Atacama. Das heißt, wir verlassen jetzt San Pedro de Atacama, liegt hinter mir. Es geht schnurgerade hoch. Eine Passstraße, der Hauptübergang in dieser Ecke, den Paso de Jama. Der geht hinüber nach Susques und dann weiter runter in die Region von Salta. Die Straße, die geht jetzt hier ziemlich gerade den Berg hoch. Da werden wir über 1000 Höhenmeter machen in kürzester Zeit. In Europa würde man hier eine Passstraße mit Kurven, Serpentinen, Haarnadeln einbauen. Hier macht es einfach Puff. Geht es da zwischen den Vulkanen hoch. Da, ja, etwa auf der Höhe, könnte man dann links abbiegen auf die Lagunenroute bis Juni und dann könnte man da den Salar sich antun. Weil wir die Motorräder gemietet haben, dürfen wir da nicht nach Bolivien rein oder das hätte extra $300 gekostet für 1, 2, 3 Tage. Da ich ja schon mal da war, die Routen gefahren bin, wollte ich mir das ersparen. Jedenfalls gehen wir hier jetzt rüber nach Argentinien. Bienvenidos a Argentina! Und es wird wärmer, spürbar wärmer. In 20 Minuten von 30 auf 10 Grad. Es ist schon ein bisschen übererwarten, Sandy. Okay, der Sattel bei 4735. Ain't it wonderful? Heute wird alles Asphalt sein. Wir haben mal das Ziel Susques. Das ist jetzt mit knapp 280 Kilometer angegeben. Mein Navi sagt 270. Schauen wir mal, wie das kommt heute. Es ist jetzt 21 Grad. Ein schönes Bild, der Hausberg von San Pedro de Atacama. Bin nicht ganz sicher vom Namen her, Lanchar oder irgend sowas. So, was haben wir jetzt? 30 Kilometer, davon gingen 15 geradeaus, mehr oder weniger flach. Und jetzt habe ich wir haben in 15 Kilometer, kann man kurz in, was sind das, nicht mal 10 Minuten, 1000 Höhenmeter gemacht. Das ist schon speziell. Einfach, du fährst unten mit 100, hier mit 80 oder 90. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ausgeschildert war. Es ist 100 ausgeschildert gemäß beim GPS. Fährst du da einfach so den Berg hoch. Ach, ich liebe diese Landschaft. Die Farben der Büsche mit den Schattierungen, je nach Sonneneinstrahlung. Und genau, von wegen Sonneneinstrahlung, wir sind jetzt genau auf 4000 Meter, es ist 10 Uhr morgens und es ist 15 Grad, warm oder kalt, je nachdem. Es steigt unglaublich schnell, die Temperaturen sinken. So, die erste Passhöhe, Anhöhe haben wir erreicht. Ihr seht, ich sehe wieder anders aus, mittlerweile habe ich Unterziehhandschuhe an. Haben Kennschutz, was ist jetzt? Ja, zeigt wieder 16, 17 Grad, weil wir gestanden sind. Beim Fahren waren es noch 14 Grad, wurde angezeigt. Wir haben jetzt eine Höhe von über 4.500 Meter. Jetzt zweigt dann links die Piste ab nach Bolivien. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon das Zollgebäude ist. Wir haben jetzt nicht mal 40 Kilometer und 2000 Höhenmeter. Ja, im Prozent ist das ja nicht viel Steigung, aber wir haben das in einer halben Stunde gemacht. Also die chilenische Grenzkontrolle, genau. Bevor es dann rüber geht. Und da kommt ein Kollege auf 2 Rädern. Ah, ist das schön. Da muss ich mal rüberziehen auf dem Foto. So, wir sind auf 4,6, wir waren schon auf 4800 und jetzt haben wir die ersten Vigunias unserer Reise. Eine spezielle Lama-Art mit extrem feinem Fell, dass die überhaupt überleben können in dieser Höhe. Sehr hübsche Tiere.
Ja, und diese Höhe, die macht mir jetzt zu schaffen. Das ist das erste Mal auf dieser Reise. Da waren vielleicht die 2 Tage Akklimatisation in San Pedro zu wenig. Ich merke sehr, wie schnell mir die Puste ausgeht. Ich bin jetzt mittlerweile schon beinahe auf Winter eingestellt. Ich habe meine Winterhandschuhe angezogen. Ich habe die Windstopper-Unterhose noch nicht an. Ich habe aber meine Skiüberhose dann. Ja, so eine Schicht oben und unten oder eine dicke Schicht oben und unten könnte ich jetzt noch anziehen. Im Moment geht's noch. Die Fahrtemperatur ist 12 Grad jetzt. Aber diese Farben, ich sage euch Leute, das sind meine Farben, ich liebe die. Ihr seht es auch in meinen Kleidern an. Ton in Ton, ich wäre wahrscheinlich da recht gut getarnt. Mit einer Enfield zieht der vorbei. Ups. So, mein Garmin meint, das wäre jetzt dann gleich der höchste Punkt, der Sattel. Ich bin jetzt bei 4700. Da warten wir noch einen Moment, das steigt noch ein bisschen. Okay, der Sattel bei 4735. Und ich mag mich erinnern, hier hoch, da litt meine Triumph, meine 1200er. Da musste ich im 3. Gang hochquälen, dass die überhaupt noch 60 erreichte. Ich hatte da ein bisschen den Schwung verloren. Es ist also schon auf dieser Höhe. Das merkst du. Zeigen wir mal dem Benny, wie der Kurven fährt auf dieser Höhe. Ich meinte, das wäre das steilste Stück hier. Ain't it wonderful? Jetzt gucke ich, dass ich hier ohne Kollateralschaden rauskomme. Bisschen sandig hier.
Voilà. Uff, hier ist super tief. Ei, ei, ei. So. Ah, fantastisch schön hier. Wow. Welche Weiten! Unglaublich! Und das immer noch auf über 4000 Meter. Bienvenidos a Argentina! Ja, wir sind nun über die Grenze auf dem Pass de Jama. Das ging ganz fix. Wir hatten 5 Positionen, die abzuspulen sind. Da bekommst du jedes Mal einen Stempel. Alles in einem Gebäude. Ja, was haben wir jetzt gebraucht? Inklusive Papiere vorbereiten. Hat es eine Stunde gebraucht etwa? Es ist eine verrückte Gegend. Hier ist so viel Platz. Wir sind jetzt auf 4100 Meter. Der Grenzübertritt ist ja auf knapp über 4000. Wir haben 21 Grad, mittags gegen 2 Uhr. Also perfektes Motorradwetter. Einfach geil. Einfach super geil. Schaut euch diese Farben an. Schaut euch das an. Ach, wie schön. Lamas, Flamingos, Vigunias. In Chile haben wir keine wilden Tiere gesehen, also wirklich gleich null. Und kaum bist du da in Argentinien. So, wir sind nun an Susques, in Susques vorbei, haben da getankt, Hotel gebucht in Tilcara. Ja, und jetzt ist hier die Straße ein bisschen kurviger. Voilà. Welcome to the land of cactus. Und es wird wärmer, spürbar wärmer. Schon 26 Grad auf 3,6. Wow. Hello Donkeys! Wenn ich mich richtig erinnern kann, wird es jetzt dann weiß.
Also diese Gerade, der ist jetzt schon 12 Kilometer lang und das geht noch ein bisschen. Und plötzlich wird es wieder kurvig, steigt an. Nicht allzu weit, meinte ich. Und dann kommt eine Abfahrt, die weltberühmt ist. Und hoffe ich, dass wir da ohne Regen durchkommen. Es ist ein klein wenig Regen angesagt, aber naja, schauen wir mal. Das war jetzt in 10 Minuten ein Temperatursturz von 10 Grad. Schon heftig. Gespenstisch. Wir sind jetzt schon wieder über 4000, mal kurz 500 Meter gestiegen in ein paar Minuten. Tja, ich dachte, ich könnte euch diese Kurven zeigen, wenn es den Pass runtergeht, aber bei dem Nebel, da wird man nichts sehen. 15 Grad zeigt jetzt noch, noch 14, in einer Viertelstunde 14, 15, 16 Grad runter, das ist schon heftig. Und es wird gleich runtergehen, dann wird es wieder wärmer, deshalb halten wir jetzt auch nicht an. Mal zeigen, dass man nicht sieht. Oh, beinahe Blindflug. Krass. Das habe ich nicht erwartet. Also gemäß Navi würde es jetzt dann gleich in diesen mehreren Serpentinen runtergehen. Ha. Ich sehe überhaupt nichts. Also wir sind jetzt in diesen berühmten Serpentinen drin. Meine ich zumindest. Du kannst nur erahnen. Serpentinen. Es geht auf Serpentinen runter. Wir sind auf 3,8, waren vielleicht knapp 4000. Geht jetzt schon eine Weile eher runter. Von hier aus hätte man diesen wunderbaren Überblick. Jetzt lichtet sich der Nebel langsam wieder. Das war jetzt echt vom krassesten, was ich je erlebt habe. Ich bin jetzt zum 3. Mal hier, aber in 20 Minuten von 30 auf 10 Grad. Das war schon heftig. Was für eine geile Stimmung, nicht?
Guten Morgen, liebe Leute. Wir sind jetzt gerade eben losgefahren von Tilcara, fahren Richtung Norden, Richtung Bolivien, natürlich nicht ganz so weit, 120 Kilometer bis Abrapampa durch dieses wunderbare Tal. Tilcara ist sehr beliebt bei Touristen, da gibt es unzählige Hotels und Restaurants für so einen kleinen Ort, der ist auch recht hübsch. Und da gehen die Leute diese speziellen Felsformationen, die farbigen Felsen anschauen. Man ist in der Nähe von Purmamarca mit den 7 farbigen Bergen. Wir fahren jetzt Richtung Humahuaca, das ist auch berühmt. Und dazwischen, zwischen Humahuaca und Abrapampa, gibt es dann Quebrada. Die habe ich mal bei eher schlechtem Wetter fotografiert. Ich würde die gerne mal bei schönem Wetter sehen, bei Sonnenschein. Jetzt weiß ich aber nicht genau wegen der Sonneneinstrahlung, ob das dann wirklich zur Geltung kommt. Aber es ist schon ein sehr schönes Tal hier. Jetzt weitert es sich gerade eben. Es ist eigentlich eher eine monotone Strecke hier. Man kann beinahe immer auf dem Maximum des Tempolimits fahren, also 80 locker, eher schneller. Die Straße, die steigt immer an. Wir haben jetzt irgendwie in einer Stunde 800 Höhenmeter, nee, noch keine Stunde, aber schon 800 Höhenmeter wieder gemacht. Beinahe unmerklich. Und jetzt kommen wir dann in die Weite, so wie ich mich erinnern kann, wo dann Abrapampa ist. Und dann müsste man die nächste Quebrada sehen, wegen der wir hier sind. Ja, haha, da haben wir sie. Ah, geil. Ah, I love it. Da müsste man einfach näher ranfahren können. So geil. Ich drehe durch. Ich finde das so geil. Ah, es ist unglaublich. Ja, ich stehe jetzt hier mal kurz für ein Foto. Ich kann mich nicht satt sehen. So, wir sind bei Abrapampa abgebogen Richtung Westen. Das ist jetzt zum ersten Mal richtig Ripio, wie ich es kenne aus Argentinien. Mal gucken, wo Benny ist. Der ist noch da, der hat den Gegenverkehr. Er ist auf der anderen Seite gefahren, um nicht in meiner Staubwolke zu fahren. Es ist schon extrem. Da wird das Material jetzt aber richtig beansprucht. Es ist krass. Der Ripio schüttelt und die Sandpassagen, ups, die machen mir Angst. Aber jetzt geht es dann in die Berge rein und ich hoffe, dass das dann ein bisschen besser wird. Obwohl natürlich Ripio am besten zu fahren ist mit hohem Tempo. Ja, bei den Sandpassagen, da hatte ich jetzt echt Angst. Jetzt gehe ich da auch rüber wie Benny. Ah. Die Spurwechsel sind also ziemlich tricky. Hier ging das jetzt gut. Und jetzt gerade eben hatte ich mal ausprobiert, Sand mit zu stabilisieren auf der Hinterbremse. Hatte das Gefühl, das hat gut funktioniert. So, wie es ausschaut, wird das jetzt ein bisschen eher nach meinem Geschmack. Ja, aber das ist doch hübsch. Und das fahre ich jetzt gerne, sowas. Okay, also noch schöner wäre so eine Ripio. Ripio, das Wellblech. Eine schöne Route. Und Benny ist richtig on fire. Der geht ab wie die Feuerwehr.
Ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden wegen den sandigen Passagen. Und in so einer Pfütze hatte ich mich eben bis zum Scheitel voll gespritzt. Da war ich mit ein bisschen zu viel Schmackes durch. Das sieht einfach aus wie Stinkefinger, diese Kakteen. Gerade wieder eben ein sandiger Part und jetzt vor uns sehen wir eine Wand. Eine Wand. Ja, aber da wird die Straße hochgehen. Da, die Straße, die macht mal ein paar Serpentinen hoch. Ich denke, das wird da hoch sein. Und dann da oben durch die Lücke auf den Altiplano. Sehr sandig. Der war wieder heftig. LKW vor der Schnauze. So, jetzt kommen, sind das 8 in jede Richtung Haarnadelkurven. Naja, so sieht das ja harmlos aus. Aber eben, erst beurteilen, wenn wir zu oberst sind. Jetzt 26 Grad, nachdem wir heute bei 18 losgefahren sind. Zwischendurch war es 16 Grad. Wahrscheinlich sind es auch 10 Kehren pro Richtung. Zähl's dann mal, wenn ich oben bin. Da kommt gerade ein klein wenig ein frischer Wind rübergeblasen, ne? Von der Hochebene, das tut gut. Schon eher auf der sandigen Seite, aber eigentlich jetzt da, so wie es hier ist, easy zu fahren. So, das ist die letzte Linkskehre. Da werfe ich mal einen Blick runter. Ja, das sieht jetzt von hier nicht so spektakulär aus. Wie hoch sind wir denn? 4000. Okay. Weißt du nicht, wo du hingucken musst? So, ich nähere mich der Passhöhe. Es ist schon ein bisschen über Erwarten sandig. Das hätte ich jetzt... Upsala. No, nicht erwartet. Eieieiei. Eieieiei.
zieht sich jetzt noch bis zur Passhöhe. Hatte ich gedacht, das wäre da unten bei der größeren Kurve. Also so richtig Freunde werden ich und Sand wohl nie. So, jetzt aber endgültig Passhöhe. Mal schauen, wie das da drüben aussieht. Es ist geil. Ich kann nicht mehr sagen als geil. Hat mich ja auch schon ein Kollege darauf hingewiesen. Aber es gefällt einfach. Eine Riesenherde Lamas. Da drüben sind noch mehr. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo. Juhu! Erster Teil der Strecke Offroad geschafft. Hola, la Ruta 40.